Hallo, herzlich willkommen zu Teil 4 der Rezension von Kindern- und Kleinkindbüchern. In Teil 1 habe ich übrigens erklärt, warum ich diese Rezension mache. Vielleicht habt ihr ja Lust, die Serie von Anfang an zu gucken. Schaut mal unten in der Videobeschreibung nach. Und dann fangen wir auch gleich an. Los geht's! Diese beiden Bücher habe ich bei Kick gekauft. Die sind im Dorling Kindersley Verlag erschienen und die kosten ungefähr 5 Euro jeweils. Diese Wörterlernbücher sind natürlich unglaublich praktisch. Man hat sehr viele Bilder auf einer Seite. Es steht immer noch drunter, wie das Wort heißt, mit Artikel. Also das ist auch super für zum Beispiel für Eltern mit Migrationshintergrund, die ihren Kindern ordentliches Deutsch beibringen wollen, aber sich mit den Artikeln noch nicht so auskennen. Und das Kind sieht das Bild und weiß, okay, das habe ich schon mal gesehen. Das sind Bilder, die aus der Lebenswelt von Kindern kommen. Das sind Kleidungsstücke, das sind Spielzeuge, das ist Essen, das sind Haushaltsgegenstände und so weiter und so fort. Sachen im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, am Strand, im Badezimmer, im Garten und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir sogar noch ein paar Tiere und Formen und Zahlen. Also dieses Buch ist wirklich Gold wert und wir haben damit viele Begriffe gelernt und auch Farben kann man damit nochmal durchgehen. Das Buch ist relativ schwer, hat aber unglaublich viele Seiten. Die Ecken sind abgerundet, die Seiten sind aus mehr oder weniger dicker Pappe und sie lassen sich auch für Kinder einfach blättern. Das ist für Kinder so ungefähr ab dem 2. Lebensjahr. Also da sind die auch schon in der Lage, solche Seiten ohne Probleme umzublättern von der Motorik her. Auch wenn einige Bilder hier ein bisschen seltsam sind, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt in jedem Haushalt findet, zum Beispiel diesen Kreisel, den maximal noch unsere Großeltern hatten, oder dieses sehr alte 60er Jahre Radio oder zum Beispiel diese Waage und dieses Teegeschirr, warum auch immer man Teegeschirr an einem Kinderbuch abbildet. Vielleicht kommt das aus England, wer weiß. Ja, aber ansonsten definitiv eine 1. Das gilt nicht unbedingt für dieses Buch. Das ABC ist für sehr viele Kinder ab irgendeinem Alter sehr interessant. Ich weiß nicht warum, aber viele Kinder sehen zum Beispiel Buchstaben und denken, diese Buchstaben sind irgendein Bild und wollen wissen, was ist das für ein Bild. Und die meisten Kinder können Bilder von Katzen, von Hunden, von Äpfeln eindeutig benennen. Und die können auch genauso das als Bild in ihrem Kopf abspeichern und wissen, okay, das ist halt ein B. Ich habe mit meinem Sohn auch diese Buchstaben als Bilder identifiziert und dabei habe ich immer nur den Laut gesprochen, nicht wie der Buchstabe im Alphabet heißt. Denn wenn man ein P liest, dann heißt es auch nicht Pinguin, sondern Pinguin. Und wenn die Kinder irgendwann mal die Laute aneinander reihen wollen, dann muss das schon irgendwie stimmen, was da im Kopf abgespeichert ist. Grundsätzlich finde ich es ganz toll, wie die Aufteilung hier ist, dass so verschiedene Sachen da sind, die mit demselben Buchstaben anfangen. Während hier die ersten beiden Seiten noch eine Doppelseite genutzt wird für die ganzen Begriffe, kommt dann hier ab Buchstabe C und D auch mal ins Spiel, dass nur eine Seite verwendet wird. Oder dass zum Beispiel hier sogar 3 Buchstaben auf eine Doppelseite gequetscht werden. Hier sind es nur 2 Begriffe, die mit I anfangen und hier 3 Begriffe, die mit J anfangen. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch keine Jeans genommen, sondern zum Beispiel eine Jacke. Und das hier wird von den meisten Kindern auch als Schuhe identifiziert und nicht als Hausschuhe. Und solche Probleme tauchen hier leider sehr oft auf. Denn ein Ei bleibt nun mal ein Ei.
und ist kein Osterei, bloß weil Streifen drauf sind. Die Kinder haben noch nicht dieses Verständnis von Ostern, wenn sie anfangen, diese Bücher anzuschauen. Jedes Kind wird das als ein Ei identifizieren. Und als Affe, das ist ein Orang-Utan, der fängt mit O an, wird aber von einem Kind als Affe wahrgenommen. Und das ist genau das Problem, was ich habe. Da vorne ist es nämlich ein Schimpanse und der fängt auch mit S an und nicht mit A. Hier haben wir zum Beispiel auch noch ein Problem beim S. Sch, Schlüssel, Sch, Schmetterling, Sch, Schaufel. Das sind Sachen, die mit Sch anfangen, nicht mit S. Die wissen nicht, dass Sch mit S anfängt, weil der Laut und die Buchstabenfolge unterschiedlich wahrgenommen werden. Uns ist das nicht bewusst als Erwachsene, weil wir das schon so verinnerlicht haben. Aber für Kinder ist es nicht logisch nachvollziehbar, dass Sch ein anderer Laut als S mit demselben Buchstaben beginnt. Okay, also das kriegt von mir eine 2-. Und die nächsten Bücher, die ich vorstellen möchte, ist diese Wie heißt denn das Reihe? Die gab es auch bei Kick, glaube ich, aus dem Paletti Verlag. Also das ist ein Imprint vom Karl Müller Verlag. Und die haben jeweils 5 € gekostet. Davon gibt es, glaube ich, insgesamt 10 oder 12 Stück. Und ich habe mir diese 4 gekauft, weil ich die anderen schon in einer anderen Form hatte. Da gibt es zum Beispiel Essen und Trinken. Das ist zum Beispiel das Buch, was ich selber gebastelt habe, weil ich es halt bis dato noch nicht gefunden hatte. Hätte ich mir vielleicht von dieser Reihe kaufen können, wenn ich die damals schon gekannt hätte. Wenn ihr wissen wollt, wovon ich gerade rede, ich habe mir Bücher selber gebastelt. Das seht ihr in der letzten Folge, Teil 3. Guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich das verlinkt. Und ja, Farben, das heißt, da werden wahrscheinlich ein paar mehr Farben drin sein als sonst in den Büchern, weil diese Bücher wirklich eine ganze Menge Seiten haben und ich denke, da bekommt man einiges. Hier sind auf der Rückseite alle Folgen, alle Titel aufgelistet, die in dieser Reihe erschienen sind. Ich habe jetzt die Titel Zahlen, ABC, Strand und Meer und Wetter. Insgesamt sind die ungefähr so aufgebaut, dass es mehrere Themengebiete gibt. Regen, Sonne, Regenwald, Wind, Gewitter. Und dazu sind verschiedene Begriffe aufgezählt, aber leider ohne Artikel. Und ja, ansonsten, die Bücher sind normal schwer, abgerundete Ecken, klar, mehr oder weniger leicht umzublättern. Also ein Kind mit 2 Jahren sollte das auf jeden Fall hinkriegen. Zur Altersgruppe möchte ich sagen, ich würde es noch nicht mit 24 Monaten anschauen, weil hier einige Begriffe drin sind, für die man wirklich ein tieferes Verständnis braucht. Zumindest in dem Wetterbuch. Mit den Zahlen, das können Kinder schon mit 24 Monaten begreifen. Aber für die Sachen wie Meer und Strand und Wetter sollte man wirklich schon mindestens, ja, sage ich jetzt mal 2,5 sein. Ganz kurz zu den Zahlen, also das sind jetzt Bilder, wo jetzt zum Beispiel 12 Eiskugeln da sind oder 3 Elefanten. Und da haben wir auch schon das erste Problem. Die Autos sehen alle verschieden aus. Die Kinder identifizieren das als verschiedene Autos und zählen dann nicht 1, 2, 3, 4, 5, bis sie alle Autos gezählt haben, sondern 1, 2, 3, vielleicht noch 4, 5, das sind Autos. Das sind aber keine Autos, die anderen. Also das ist ein Bobbycar, das ist eine Limousine und das ist ein Spielzeugauto. Die Kinder haben schon diese Kategorien im Kopf, wo das nicht mehr wirklich funktioniert. Und ab einer gewissen Menge an Tieren wird es wirklich sehr schwer, diese zu zählen. Bei diesen Katzen hier muss man schon wirklich genau hinschauen. ABC fand ich im Vergleich zu dem anderen ABC-Buch auch sehr hübsch gestaltet mit verschiedenen Begriffen. Da waren jetzt natürlich auch nicht alle so super toll. Ne? Dieb ist jetzt nicht ein Begriff, den ich meinem Kind beibringen möchte. Düsenjet auch nicht. Und Drache, da habe ich jetzt eher so dieses Ungeheuer erwartet, aber gut. Ansonsten doch wesentlich mehr am Kind dran. Ja gut, Nixe und Ungeheuer, UFO, Verkehrsschild. Ich weiß, dass es ziemlich schwierig ist, Sachen mit U zu finden und mit V.
aber man sollte auch Begriffe aus der Lebenswelt der Kinder nehmen. Also auch hier wieder eine 2-. Und Meer und Strand, dazu möchte ich noch was sagen. Wir haben hier ein paar wirklich, wirklich schöne Seiten über den Strand. Wir haben hier noch etwas zu den Utensilien, die man mit an den Strand nimmt. Dann kommt eine Seite nur mit Booten, unterschiedliche Boote. Und dann geht's los mit Meereslebewesen 1, Meereslebewesen 2, Meereslebewesen 3, Meereslebewesen 4. Wir kennen mittlerweile alle Fischarten, die es im Ozean gibt. Und dann kommt der Pirat. Vielleicht weniger alle Fischarten aufzählen. Es gibt viel, 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 viel mehr am Meer und am Strand als 4 Seiten Fischarten. Und das sind wirklich nicht unbedingt die einfachsten Fischarten. Gut, ich würde eine 2 geben, denn erstens sind sie aus Pappe, das heißt leicht für ein Kind zu greifen. Zweitens sind sie wirklich in den meisten Fällen didaktisch gut aufbereitet. Das heißt, es sind sehr viele Begriffe drin, mit denen Kinder zu tun haben. Und die Bilder bleiben schnell im Kopf. Man kann viel Begriffe üben. Das ist super für ungefähr die Zeit zwischen dem 2. und dem 3. Lebensjahr, wenn sich die Sprache festigt. Leider ohne Artikel, deswegen auch die 2 als Schulnote für diese Bücher. Ja, und das war es jetzt auch schon mit dem 4. Teil der Buchrezension für Kinder und Kleinkinder. Wenn euch die Folge gefallen hat, schaut unbedingt auch die anderen Folgen an. Die habe ich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und lasst einen Daumen hoch da, drückt den Abo-Button, teilt das Video mit euren Freunden, eurer Familie, anderen Muttis und Vatis, alle, die das vielleicht interessieren könnte. Und vielleicht bis zum nächsten Video. Ansonsten sind hier noch ein paar Videos verlinkt zum Anschauen. Ciao!